Mercedes-Benz Sprinter. Und sie lacht mal wieder aus vollen Zügen, die Patricia, denn Mercedes-Benz haben sie richtig angetan. Komm mal zu mir, Patricia. Wir zeigen mal gerade das Fahrerhaus hier vorne. Da ist der Mercedes-Stern drauf. Ja, voll schön. Mercedes halt, ne? Der Liseo M, hier ist er von Bürstner, auf Mercedes-Benz. Nein, keine 150.000 Euro, sondern ungefähr die Hälfte. Ich gucke mal gerade, ne, ein bisschen mehr. Ja, so plus minus. Ja, wir werden gleich mal drauf kommen, was er kostet. Ein teilintegriertes Wohnmobil auf Mercedes-Benz. Ja, da kann man nicht so viel falsch machen, denn die Nachfrage nach Mercedes-Benz, gerade nach dem neuen Sprinter, ist unglaublich hoch. Wir haben also alle Mercedes-Benz-Videos, die wir gezeigt haben, sind durch die Decke gegangen, weil die Leute einfach das natürlich verbinden mit den Fahrzeugen, die auch sonst auf der Straße fahren. Qualität und Zuverlässigkeit, das sagt man Mercedes-Benz nach. Hier ist einmal Patricia, grüß dich. Hi. Ja, und hier ist Jeffrey, ich grüße dich. Hi, hallo. Ja, du hast eben schon gesagt, ja, A, ist die Lieferfähigkeit natürlich ein großes Thema. Die werden überrannt, glaube ich, von der Nachfrage. B, das ist jetzt ein günstiger, sage ich jetzt mal, Automatik mit Stern. So steht es drauf. Aber ihr habt auch Mercedes-Benz für 150.000 Euro hier und 200.000 Euro. Genau, richtig. Also unsere RSX-Modelle von Hymer beispielsweise, die individuell gestaltet sind, sind natürlich schon zwei kleine, ich sag mal, Welten dazwischen, Preis-Leistung, ja. Wir gehen mal kurz rum. Liseo M von Bürstner, das ist schon was Gutes? Definitiv, ja. Also ist auch noch nicht allzu lange auf dem Markt, tatsächlich erst seit 2020 darf jetzt Bürstner auch den Mercedes-Stern vorne auf der Motorhaube tragen, also ist schon klasse. Teilintegriert. Wir schauen gleich mal rein. Das Ganze, die Farbe, die passt. Also ich habe eine dunkle Farbe, verbunden mit einem Grau mit drin, schlicht. Das kann man aber auch ein bisschen pimpen, wenn man das möchte. Individuell könnte man natürlich auch sein, klar, mit Folierung optional oder auch natürlich anderen Felgen oder Außenfolierung. Ne? Ja, der Werterhalt von Mercedes-Benz unglaublich. Das heißt also, ich sag mal, Wohnmobile ohnehin, die verlieren kaum an Wert. Aber das Mercedes-Benz-Modell, selbst gebrauchte, wenn es sie denn überhaupt am Markt gibt, ja, die werden euch aus den Händen gerissen. Das definitiv. Also von dem Liseo M gibt es momentan relativ selten welche, die gebraucht sind. Aber wenn, dann sind sie relativ schnell weg. So, ihr habt günstige Preise, ihr seid ein großer Anbieter, macht viele Wohnmobile. Das tut einem ja schon fast weh, denn ich sag mal, das Fahrzeug hier, wie es hier steht, Preis? Auf jeden Fall würden wir hier zwischen 84.000 bis 86.000 circa liegen, so wie er hier ausgestattet steht. Da ist ja schon eine Hausnummer. 84 bis 86 kriege ich ja 2 Fiat Ducatos, die günstigsten für. Auf jeden Fall, ja. Ja, wir gehen mal drum rum. Harmony Line, das haben wir das letzte Mal schon mal geguckt. Ihr habt die noch ein bisschen, ich sag mal, ausgewählt, die Farben. Das heißt, die Lagerfahrzeuge, da habt ihr natürlich einen Einfluss drauf, was geht, welche Farben das Leder hat und so weiter. Genau, richtig. Auch bei dem Harmony Line Liseo M hat man natürlich die Variation zwischen 2 Polster-Varianten, beziehungsweise 3 sogar, optional noch Echtleder zu wählen, wo man ganz nach seinem Geschmack wählen kann. So, hinten die Optik, die kam, glaube ich, 2020, das Facelift jetzt, das neue? Genau, richtig. Ja, 2020 kam das neue raus. Mhm. Ja, da ist die Rückfahrkamera mit drin. Ein automotives Design. Bürstner hinten ganz groß. Ja, man kann schon voller Stolz das Bürstner tragen. Das sehe ich nicht anders tatsächlich, ja. Ja, die Rahmenverlängerung, sie guckt schon raus. Die ist da drin. Die Anhängerkupplung, wenn man will, am besten gleich mitbestellen, oder? Wenn, würde ich sie natürlich direkt vom Werk aus mitbestellen. Nachträglich ist natürlich auch jederzeit machbar, da die Rahmenverlängerung schon ideal dafür liegt. So von der Seite. Ja, nur kurz mal hinten aufmachst, dass wir da mal reingucken. Schlüssel ist dabei. Ich habe. So, die Kunden sagen ja mal Tschüss. Hier vorne ist der Kofferraum mit drin. Da sind die Wohnraumteppiche mit dabei. Die Zorschienen sind dabei. Großer Kofferraum. Der ist relativ groß tatsächlich, ja. Also da kann man wirklich sehr viel wieder verstauen von Tischen, Stühlen, Fahrrädern. Gerade durch die Längsbetten ist natürlich die Garage hier sehr relativ hoch angehoben. Komfort, der ist auch beheizt. Hier vorne habe ich dann die Bordelektronik, das können wir uns gleich mal angucken von der anderen Seite. Ich habe ein neues Schließsystem mit drin. Ich brauche nur einmal abzuschließen. Ich glaube, das ist vielen Leuten auch wirklich wichtig gewesen. Ja, wenn du mir das mal kurz zeigst, wie das funktioniert. Ja, klar. Da sind die Züge auch innen, oder? Genau. Ich sage jetzt mal, wir gehen von dem Faktor aus, was ich glaube ich nie erwarten würde. Jemand wäre in der Heckgarage drin, könnte er beliebig, wenn der Schließmechanismus hier nicht mehr geht, hier einmal dran ziehen und die Heckgarage würde sich öffnen. Oder optional, wenn ich die Garage zumachen würde,
sich per einen Klick alle 2 bzw. 3 Verriegelungen hier schließen. Okay, das ist auch neu. Was ist da drunter, unter der Klappe? Hier haben wir einmal den Gaskasten. Hintereinander. Der hat die Dual-Control schon mit drin, sowas Ähnliches? Genau, also vom Bürstner aus die CPU, die Toptron, die Gasflaschenumschaltanlage bzw. mit einem Sicherheitsgasdruckregler drin. Also ich darf in der Fahrt auch den betreiben? Auf jeden Fall, ja. Natürlich offen. Ich benutze es im Moment als Staufach, weil ich die Gasflaschen im Sommer nicht mittrage. Aber das heißt, ein Gastank geht hier nicht in der Klasse, oder? Also wenn, dann nur individuell bei Firmen, die es vielleicht anbieten tatsächlich. Wir könnten jetzt sowas natürlich nicht gezielt runterbauen. Also es kommt natürlich immer aufs Platzverhältnis an, sage ich jetzt mal. Ne? Die Fenster, ich habe wirklich tolle Fenster mit drin, die sind ganz flach. Also passt auch wirklich dann zu der Klasse. Da hat man nicht gespart. Das definitiv. Also hier haben wir die Alurahmenfenster. Die sind natürlich zum Vorteil, wenn die bezüglich der aufliegenden tatsächlich. Also hier ist wirklich nicht gespart worden. So, die Leichtmetallfelgen, original Mercedes-Benz. Sind original Mercedes-Benz, ja. So, jetzt ist der Rahmen, der ist jetzt nicht tiefer, richtig? Das heißt, ich habe einen relativ hohen Einstieg. Den gibt es auch als Tiefrahmen, aber das hier ist ja vielen gar nicht gewünscht. Also jetzt habe ich wirklich Bodenfreiheit hier drunter. Das heißt, auch kleine Unebenheiten und so, die schluckt da einfach weg. Das auf jeden Fall, ja. Also ich sage jetzt mal, wenn wir über gewisse Huckel fahren oder auch Landschaften, ist das kein Problem für den Liseo M. Harmony Line. Obendrauf die DAB Plus Antenne, da kommen wir gleich mal zu, ist schon vorgerüstet. Denn das Entertainment-System von Mercedes, das bestellt ja normalerweise das große System immer gleich mit. Das wäre auch ein Riesenfehler, es nicht zu bestellen, oder? Das ist richtig, ja. Ich persönlich würde es immer inklusive des Multimedia-Paketes und des Chassis-Pakets auf jeden Fall immer mitbestellen. Weil so haben wir direkt von Original von Mercedes das Navi inklusive der Rückfahrkamera. Chassis-Paket heißt was, ganz genau? Was ist da alles so dabei? Oh, einiges tatsächlich, aber auf jeden Fall haben wir da Lederlenkrad, Lederschallknauf, die Armaturenbrettveredelung mit dabei. Und in dem Multimedia-Paket, was auf jeden Fall mitbestellt werden sollte, haben wir einmal das M-Box-System mit dem 10,25 Zoll System, DAB Plus einmal Navigationssystem, App-Steuerung und Sprachfunktion und der Rückfahrkamera. So, ihr könnt die Fahrzeuge auch etwas böser machen, sage ich jetzt mal. Hier vorne steht er, das ist auch quasi das gleiche Fahrzeug. Also vom Mercedes-Typ her ist es fast das identische Fahrzeug tatsächlich, ja. Also man kann vom Lieb kann man natürlich auch gerne zu böse übergehen, das ist gar kein Problem. Übrigens auch ein eigenes Video gedreht, das ist der RSX. Das heißt, ihr habt eine eigene Designabteilung, ihr könnt es auch bekleben, das heißt, ihr könnt Angebote machen. Das Ganze kann man matt folieren lassen, man kann ihn so lassen, wie er ist, der ist sehr schön. Aber wenn man das möchte, man möchte vielleicht einen kleinen, mehr Mercedes-Benz Offroad-Charakter oder sowas haben, das würde gehen. Also wer individuell sein möchte und ein Unikat haben möchte, da können wir reichlich machen von der Lederoption, Ledergestaltung im Fahrzeug, von hin bis wirklich Fahrerhaus, Lackierung oder auch Folierung oder Gesamtfolierung des gesamten Fahrzeuges in verschiedenen Farbtönen oder matt, chrom, glänzend. Da sind wir sehr, sehr kreativ und sehr variabel. Das glaube ich. Da verweise ich uns auch ganz viele Mercedes-Benz-Videos, die wir mit euch gedreht haben. 4 Stück insgesamt und eine ganz breite Aufbautür. Ich glaube, das wollen ganz, ganz viele Menschen haben. Da passt die Patrizia zweimal durch. Das auf jeden Fall, ja. Also das ist wirklich der Klassiker, der eigentlich immer ein Must-Have ist, meiner Meinung nach. Die breite Aufbautür, super Einstieg, ohne dass man rechts, links irgendwo gegenkommt. Wir haben hier in der Hard Premium XL-Version Fliegengittertür, Fensterabfallsammler und Zentralverriegelung mit im einen. Ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Das Geld, was ich ja heute mehr ausgebe für Mercedes-Benz, wenn ich es ja habe, das ist gut angelegt. Das heißt also, die meisten halten ja bis zu 10 Jahre die Wohnmobile und selbst nach 10 Jahren für einen Sprinter Wohnmobil auf der Basis, du kriegst noch richtig Geld für, ne? Also der Wertverlust ist geringfügiger momentan, das definitiv, ja. Und für einen Mercedes auch nach 10 Jahren, klar, dass man den Neuwert nicht immer bekommt, definitiv nicht, aber er wird auch nicht in den Keller gehen. Das ist schon ganz schön edel gemacht. Gut, er kostet ja auch ein bisschen was. Also wenn ich das jetzt sehe, jetzt wenn die Leute rechnen, bitte nicht mehr in D-Mark rechnen, das ist vorbei. Ja, und hier sieht man es direkt, Harmony Line und viel Platz. Das ist so eine Art Leder zusammen mit Stoff.
Ist eine Lederoptik mit Stoffkombination, genau richtig. Gibt es 3 Farbauswahlen, allein nur für den Liseo M in einer Lederapplikation hell-dunkel mit Stoff gemischt. So, und da ist das große Entertainment-System, das M-Books, was drin ist. Und ja, das war ein Riesensprung. Als sie das, glaube ich, vor rund 1,5 Jahren vorgestellt haben, war die Mercedes-Benz-Fangemeinde unglaublich begeistert, weil das klingt gut, es sieht gut aus. Man hat jetzt die neuesten Assistenzsysteme und ja, es ist absolut ein Muss. Das auf jeden Fall. Also verzichten bei dem Mercedes, gerade bei dem Liseo M, würde ich hier drauf nicht, auf gar keinen Fall, weil wir haben so viele Feature in diesem M-Book-System drin. Von Assistenten bis Navigationssystem, bis DAB Plus Radio, bis App-Steuerung, bis Fahrzeugdaten, die wir ablesen können, Reifen, Luftdrucksensor und. Also Sachen, die man heutzutage eigentlich gar nicht mehr vermissen möchte. Schön ist der Anschluss. Also man sieht so richtig schön, da ist das Verdunklungssystem. Ist es direkt von Mercedes-Benz oder wird das nachgerüstet über einen Lieferanten? Das wird einmal nachgerüstet. Also das Revi-PC ist jetzt nicht direkt von Mercedes-Benz, das wird tatsächlich vom Bürstner noch zusätzlich mit eingebaut. Das wird einfach zugezogen. Genauso an der Seite, da ist das mit drin. Wenn du mal gerade so lieb bist, das einmal kurz zumachst, dass man vielleicht an der Seite einmal mal sieht, wie das gemacht wird. Das ist sehr einfach, geht sehr schnell, oder? Das geht relativ schnell, ja. Also die Halterung einmal öffnen, zuziehen und per Magnetverschluss hält es dann einmal. Genau, und das ist auch vorne einmal, die treffen sie in der Mitte, glaube ich. Da sieht es drin. Hier oben habe ich dann nochmal das Fahrerhaus mit den Original-Applikationen mit drin und dann fängt der Anschluss an. Das heißt also, dort ist der Aufbau mit drauf, wie aus einem Guss. Also es ist wirklich nicht zu sehen. Es ist perfekt, oder? Das ist richtig, ja. Also es geht wirklich ab dem B-Säulen jeweils hinter den Beifahrer- und Fahrersitz beginnt der Wohnraum und das ist wirklich klasse zusammengemacht, so dass man es gar nicht merkt, dass wir hier wirklich nur einen Aufbau drauf haben. Auch hier unten, das hat mir jemand mal erklärt, das würde auch mit 2 Schrauben halten, aber mit 4 Edelstahlschrauben sieht unglaublich toll aus, denn auf den Tisch, der muss ein bisschen was aushalten, da können sich auch mal Leute abstützen. Da darf der nicht direkt irgendwie abknicken. Ja, gut, Patricia, 51 Kilo oder wie viel sind es heute? 37, nee, weiß ich nicht. Das ist kein Thema, du könntest dich da locker draufsetzen, also der wird das aushalten. Und der ist auch verstellbar, der Tisch? Den können wir nach rechts, links, nach vorne, nach hinten variabel verstellen, können natürlich aber auch in die Höhe den Tisch verstellen. Sprich, hier hätten wir sogar die Möglichkeit, den Tisch zur Sitzgruppe umbauen zu können. Dementsprechend können wir den komplett absenken. Mhm. Zum Bett, meinst du? Genau, richtig. So, hier vorne haben wir ja die Sitze recht straff. Also das kennt man ja oft hier aus Fiat Ducato und so weiter, italienischen Modellen. Da sind die so unglaublich flauschig. Aber das hier ist so Automotive straff, eher straff, oder? Hier ist es definitiv eher straff, ja. Im Verhältnis zu Fiat jetzt, das definitiv. Deutsches Design, ja. Das gleiche hier mit dem Leder. So, dann habe ich hier vorne so Rollos. Auch mal so lieb ist, die mal runterlässt, dass man das mal sieht. Ist ja süß, oder? Das ist auf jeden Fall süß, ja. Ja, es soll ja ein Wohnraum sein. Hier ist der Fernseher schon mal vorgesehen. Ich habe mehrere Fenster, hier könnte ich auch eine Dachklima reinmachen. Problemlos. Ihr habt sogar Dachklimaanlagen, wo man durchgucken kann, habe ich gehört. Das heißt also mit Fensterchen mit drin gibt es, wenn man das möchte. Also je nach Maße, je nach Größe und Platzverhältnis in den jeweiligen Reisemobilen hat man auch wirklich die Möglichkeit, Dachklimaanlage inklusive des Fensters, wo einfach das Licht erhalten bleibt und gleichzeitig natürlich auch der Kühlfaktor da ist. Also ich zeige mal gerade, wenn man sich hier hinsetzt, wie schön das Ganze hier ist. Und da habe ich ein großes Fenster mit drin, was mir also wirklich den Raum aufhält, wo ich ganz schnell mal Stoßlüften kann. Also wenn ich jetzt mal reinkomme, hier unten habe ich dann Platz für mal Flaschen, die ich reinstellen kann. Hier unten ist ein USB-Anschluss mit drin. Da könnte ich ein Handy aufladen. Und natürlich, das darf gar nicht fehlen, der beleuchtete Glashalter mit drin. Ich habe viel Raum. Also wenn du mal gerade nach vorne gehst, Patricia. Einfach mal zeigen, wenn ihr euch beide mal nebeneinander stellt gerade mal. Du bist 1,80 Meter ungefähr? Ja, ein Tücken weniger, aber so in dem Dreh 1,78. Ja. 1,78 bist du. Ihr habt beide unglaublich viel Platz. Das heißt auch größere Leute, 1,90 wäre kein Thema hier, oder? Geht. Super, das heißt also, und durch das viele Licht ist es jetzt schon ein bisschen dämmerig. Also es wird schon lange früher dunkel, aber es ist noch sehr, sehr hell hier drin. Indirektes Licht oben drüber. Das ist schon eine ganz andere Klasse. Ich meine, ihr habt ja auch die ganz preiswerten Mobile, wenn man es so direkt vergleicht. Der doppelte Preis, das andere Fahrgestell und so, das macht sich dann bemerkbar.
Klar, das auf jeden Fall. Also man hat natürlich für das mehr Geld, das man investiert, natürlich auch einfach mehr am Fahrzeug, was sich wirklich in Kleinigkeiten widerspiegelt letztendlich. Ne? So, der hat jetzt eine Automatik hier drin. Genau, richtig, ja. Mhm. Wir haben hier so die Originalautomatik von Mercedes mit drin, mit den 163 PS in Variation. Ich glaube ausreichend, oder? 130 PS. Also für das Fahrzeug hier, wo wir gerade drin stehen, definitiv ausreichend. Kann ich selbst aus Erfahrung sprechen. Probe gefahren bin ich ihn auch schon. Der zieht, der kommt nach vorne, der tut also eigentlich, was er soll. Das ist jetzt eine Wandlerautomatik drin? Ja. Okay, das heißt, die verschleißfrei auch jetzt im Anhängerbetrieb. Anhängerkupplung geht, oder? Anhängerkupplung ist hier auf jeden Fall möglich, ja. Mhm. Riesenküche mit drin. Sehr reduziert. Edelstahlbecken ist recht tief. Heißt, ich kriege auch mal einen großen Teller rein. Platz ist auf jeden Fall für große Teller, große Töpfe und alles weitere gegeben, definitiv. Hier kann man die Kapseln reinmachen von Espresso. Eine eigene Erfindung von Bürstner, hast du mir erzählt. Schön gelasert. Hier unten habe ich dann die Schränke. Mach mal auf, bitte. Möbelbau, ist der gut? Der Möbelbau ist super, ja. Also hier haben wir wirklich sehr wenig Beschwerden tatsächlich, auch Rückmeldungen eher positiv tatsächlich, inklusive, dass die Schränke alle jeweils Softclose mit drin haben. Das heißt selbstschließend, wo man sich wirklich viel Aufwand und Kraft sparen kann. Vorne hat man nur so ein kleines Detail, das muss natürlich auch sein. Spritzschutz und Wärmeschutz an der Seite. Das Fenster ist an der richtigen Stelle. Hier oben habe ich noch Hängeschränke. Genau, öffne ich mal gerade. Also Platz wirklich für Lebensmittel von Bechern, Gläsern haben wir hier genügend. Ja, und dann Längsbetten. Ich glaube, da haben wir uns ja zu Genüge schon ausgelassen. Die USB-Steckdose direkt hier oben, wo ich sie auch brauche, wo ich mein Handy dann noch später ablegen kann. Dann Leselampen mit drin. Eine süße Mittenlampe. Die ist ja goldig. Aber ich glaube, das macht es auch aus. Die Leute, die möchten es so ein bisschen haben wie im Hotel, oder? Ja, es soll ja wirklich Wohngefühl verkörpern. Es ist ja, soll ja wie das zweite Heim sein und gerade diese kleinen Futures im Fahrzeug machen es dann wieder letztendlich aus. Ne? Interessantes kleine Brett hier. Habe ich auch noch nie gesehen. Das ist so eine Art Sichtschutz, oder? Genau, richtig. Also wir gehen mal davon aus, dass man abends hier oder beziehungsweise morgens aufwacht. Alles ist schon hell. Wir haben keinen Roller runtergezogen. So kann wirklich dann nicht jede andere Person einfach mal gerade hier reinschauen, wie man gerade hier drinnen liegt. Ne? Man will ja schon Privatsphäre haben. Man kann das rausnehmen? Das geht, oder? Ist jederzeit rausnehmbar, ja. Dann habe ich auch wieder das gleiche Rollo mit drin. Hier habe ich nochmal ein großes Fenster. Da kann ich gehen. Schränke nochmal drüber. Die Schalter recht edel. Ja, Mensch, hier könnte ich schon gleich liegen bleiben. Unten ist wahrscheinlich noch ein Kleiderschrank hier drunter. Genau, richtig. Staufach inklusive einer ausziehbaren Kleiderstange sozusagen, dass wir auch mal natürlich schicke Klamotten, Sakkos, Hemden, Blusen, Jacken hier vernünftig aufhängen können. Vorne habe ich dann so einen Schutz mit dabei. Den kann ich zuziehen. Kann einfach sagen, ich will mal meine Ruhe haben oder wenn ich mal die Gäste habe, kann man zumachen. Ja. Das ist schon ein anderes Gefühl, wenn das jetzt zu ist. Es ist zwar nicht viel leiser, aber man kann nicht direkt reingucken, wie es da ist. Ja. Wenn du mal so lieb bist, nochmal aufmachst. Ja, klar. Danke. Uns ist dieses Wohnmobil nicht für die unbeaufsichtigte Nutzung von Kindern unter 6 Jahren geeignet. Das steht auch hier drauf. Das ist auch nachvollziehbar. Viele Schalterchen. Man kann auch runterfallen irgendwo. Das ist so. Großer Kühlschrank ist mit dabei. So. Mit oben Gefrierfach und unten dieser Flaschenbox, die mit drin ist. Die ganz praktisch ist. Hier habe ich überall noch Ablagefächer. Dann habe ich hier oben noch Fächer, da kann ich dann Handtücher oder ähnliches draufhängen und ein großes Bad. Hier oben ist die Heizung an der richtigen Stelle. Gucken wir gerade, 24 Grad. Die Truma, was ist das für eine Truma? Die Truma Kombi 6 mit Umluft, ja, genau richtig. Mhm. Großer Spiegel, der ist hier übrigens. Der ist komplett raumhoch. So, Patricia, mach mal auf das Bad. Denn es heißt zwar immer, dass die Frauen am längsten im Bad verbringen, das stimmt ja heutzutage nicht mehr. Es gibt ja Männer, die verbringen stundenlang im Bad. Ja, das stimmt. Das gibt's. Du hast schon gesehen das Bad vorher? Nee, ich glaube, ich habe nicht reingeguckt. Und? Ja, schick. Hat irgendwie was, ja. Auch mit dem Licht da oben. Hat hier einen großen Schrank.
für Medikamente, vielleicht aber auch für die Zahnbürste rein. Die Toilette. Guck mal hier, der Duschablauf, der hat 2 Abläufe. Endlich mal der einer nachgedacht hat. Das heißt, man muss nicht. Ja, ist ja wirklich wahr. Also wenn du dann stehst im Reisemobil, der hat nur einen Ablauf und das Wasser sammelt sich, weil du in der anderen Ecke stehst. Kann ich den auch zuziehen? Ja. Und ja, hier habe ich meinen. Und ich befürchte, guck mal gerade, was hinter dir ist. Dieser kleine Schalter da rechts. Guck mal, ganz rechts ist so ein kleiner Klicker. Wenn du den drauf drückst, dann kannst du wahrscheinlich wieder mal, Genau. siehst du mal, Trial and Error. Zieh's mal zu dir und jetzt kann man wohl die Dusche abtrennen. Ja, genau. Kannst du eine riesen Dusche machen. Geht da rüber, jetzt kannst du duschen. Ja. Ja, jetzt ist es fast sogar wie zu Hause. Ich finde auch hier diese Dusche super schön, ne? Sag mal. Alles auch so im Hochglanz. Ja, schön. So, das heißt also, dieser Trick ist der neu eigentlich hier mit diesen Auf- und Zuklappen? Also neu ist er nicht, ist bei Bürstner schon lange im Programm tatsächlich. Also es ist immer bei den Fahrzeugen, die relativ kompakt sind oder auch meistens so unter 7 Meter, weil man ja irgendwo auch natürlich auch wieder Platz sparen muss. Ne? Und das ist natürlich so super ausgenutzt. Da kam mal jemand auf die Idee und hat gesagt, das ist ganz gut. Macht auch Sinn, oder? Das heißt, ich kann alles wegklappen, habe meine Ruhe, es macht einmal Klick und dann ist wieder wie vorher. Super einfach. Hubbett ist möglich hier? Hubbett wäre hier optional auch möglich, ja. Ist das sehr teuer? Was kostet ein Hubbett? Hubbett ist im Aufpreis circa von 1750. Würde aber den Raum schon stark verkleinern. Das heißt also jetzt hier, wenn ich jetzt hier stehe, hätte ich nicht die Stehhöhe, oder? Muss ja irgendwo hin. Die Stehhöhe im Frontbereich, gerade wenn es immer über der Sitzgruppe ist, würde natürlich zwischen 10 bis 15 Zentimeter schon niedriger werden. Das definitiv, ja. Ich glaube, die Leute fragen nach Hubbett, oder? Immer öfter. Kommt häufiger vor oder ist auch immer häufiger momentan Frage, gerade wenn es um Familien geht oder dass man den Gedanken hat, optional, ich nehme noch ein Enkelkinder mit oder ich nehme noch Freunde mit, ist es einfach klasse, runterfahren, schon haben wir einen Schlafplatz oder ich benötige es nicht und fahre wieder hoch und es ist verschwunden. Ne? Gut. Ich denke, wir haben es gezeigt. Ja. Das Ganze auf Mercedes-Benz. Du bist ja schon relativ lange dabei, ja. Und das hat ja am Anfang hat's Mercedes-Benz ja der Wohnmobilindustrie ja nicht ganz so einfach gemacht mit den Fahrzeugen. Mittlerweile arbeiten die da wirklich Hand in Hand. Die haben den Markt, glaube ich, erkannt. Das ist richtig. Also es gibt immer mehr Marken, die Mercedes hinzurufen oder hinzuholen, sage ich jetzt mal. Und bei Bürsten hat es klasse eingeschlagen. Die Nachfrage ist stets da und kommt auch super an. Das ist ein Hymer, oder? Das ist jetzt ein Hymer, genau richtig. Das ist ein umgewandelter Hymer sozusagen, ja. Ein kleines bisschen gepimpt. Haben wir ein Video zu gemacht, könnt ihr euch angucken. Der heißt nochmal wie? Der heißt Rockstar. Ja, das wäre der Hymer MLT 580 4x4 RSX Rockstar-Version, ja. Prima. Und hier steht er. Ja, der Liseo M. Hast du eine Preisliste dabei? Nee, heute? Nee, bei dem hier jetzt nicht, gell? Also Preis um die 80, wie hier steht. Und der Motor, ist das der große? Hier wäre jetzt der große Motor drin. Gibt es jetzt ab 2021 mit einer noch größeren Stufe von 170 PS ca. Und wir liegen im Durchschnitt zwischen 84.000 und 86.000, wenn man sich das Fahrzeug zusammen konfiguriert. Der hat jetzt 4 Zylinder oder 6? Hier ist es jetzt ein Vierzylinder. Die Leute haben ja auf den 6-Zylinder geschworen, aber der Trend geht ja immer mehr zu weniger Zylindern. Wahrscheinlich demnächst 3 Zylinder. Also nee, ich glaube jetzt nicht im Nutzfahrzeug. Aber das ist so, das Thema CO2, Zugkraft, Spritsparen ist jetzt auch ein großes Thema. Das ist sehr, sehr spritsparend. Das auf jeden Fall, klar. Das Thema ist ja momentan gerade mit Emissionsklassen auch relativ hoch bezüglich AdBlue. Das heißt, es gibt ja kaum noch ein Fahrzeug, was neu produziert wird, beziehungsweise keins, was ohne AdBlue ist. Also da werden immer neue Sachen entwickelt und rausgebracht tatsächlich, um einfach umweltschonender rumzukommen. Es gibt auch große Strafen, die müssen das ja erfüllen in der Flotte und das alles drum und dran. Eigentlich eine gute Sache für die Umwelt, ganz klar. Aber es gibt ja viele, die gesagt haben, ich kenne noch den 6-Zylinder. Ihr habt wahrscheinlich den einen oder anderen, der danach fragt, oder? Das auf jeden Fall, klar. Andererseits müssen wir natürlich auch denken, in Zukunft müssen wir auch wieder an die Zukunft denken tatsächlich, dass wir da auch irgendwo gesund die Welt weiter an Leben erhalten. Und ich sage jetzt mal, auf dem Vierzylinder die 163 oder bald auch die 170 PS, die es neu zu bestellen, reicht. Man kommt von A nach B und das auch ordentlich tatsächlich. Ja, wir stehen jetzt hier in Bielefeld, Palmowski. Das Thema Nachhaltigkeit ein großes Thema. Ich glaube, man kann kaum einem Fahrzeug
kaum bei einem Fahrzeug sagen, dass es nachhaltiger ist wie ein Wohnmobil. Das heißt, die Lebensdauer, es gibt Wohnmobile, die fahren hier rum, ihr habt gebrauchte, ich glaube 95, 85 und so weiter, die werden nicht weggeschmissen. Und man muss es ja immer vergleichen, es fährt mit Diesel, mit einer Schiffsreise, mit einer Flugreise. Ich glaube, da ist das Wohnmobil gewinnt. Man ist ja auch nicht dauernd unterwegs, sondern man parkt ja, man steht da mal tagelang. Auf jeden Fall. Also es gibt Fahrzeuge, die sind zwischen 10, 20 Jahre und sehen noch echt klasse aus. Also es ist immer die Frage der reinen Pflege des Fahrzeuges. Und dann kann man auch weit über 10, 20 Jahre mit so einem Reisemobil von A nach B kommen tatsächlich. Ja, es geht auch darum, da sind jetzt die Produktionskosten mal drin gewesen. Und ja, nachhaltig ist es auf jeden Fall. Wenn ich so lange nutze, das ist beim normalen Pkw ja nicht der Fall. Also die gehen dann irgendwann mal weg. Da will man nach 3, 4 Jahren einen neuen haben. Die Zeitlosigkeit beim Sprinter ist schon krass. Selbst die ältesten Sprinter-Modelle gehen noch, oder? Bei euch gebraucht? Gefragt sind sie definitiv. Wir haben immer mal wieder Mercedes-Fahrzeuge mit einem Sprinter unter Chassis, die 300.000, 400.000 Kilometer schon runter haben, aber noch top im Schuss sind. Und auch die sind weiterhin gefragt und gehen auch an den Mann. Ja, was ist denn bei dir so toll an dem Stern? Du kommst ja jedes Mal, Mercedes ist so geil. Nee, ist wirklich so, weil du kamst dann selber, wir wollten ja heute eigentlich filmen bei Mercedes-Benz in Stuttgart. War es ganz traurig, dass das ein Kollege übernommen hat. Ist so, aber was ist so toll an dem? Das ist doch ein Lieferwagen eigentlich, oder? Nee, eigentlich nicht. Also generell finde ich halt Mercedes super schön. Ich weiß nicht wieso, aber es hat es mir auch schon in meinen jüngeren Jahren angetan und ich habe mich irgendwie in Mercedes verliebt. Das sieht halt immer sehr edel aus, finde ich. Okay. Und hier habe ich dann quasi für den etwas anspruchsvolleren, der also was ganz Edles haben möchte, habe ich dann den Sprinter und den Liseo M, korrekt? Das ist richtig. Also der Liseo M bietet, gut, eigentlich für jedermann tatsächlich ein klasse Fahrzeug, aber wir haben hier natürlich eine super Exklusivität mit dem Interieur-Armaturenbrett und mit der Ausstattung, die Mercedes einfach bietet momentan. Ne? Länge von dem Fahrzeug? 6,99 Meter. 6,99. Harmony Line, Modell war Variante 2021 und hier steht er in Bielefeld bei Palmowski. Ja, danke dir erstmal, lieber Jeffrey Biermann und liebe Patricia. Tschüss. Danke, tschüss.